Hallo zusammen. Wale sind die größten Kreaturen in der Geschichte unseres Planeten. Nicht nur ihr Einfluss auf die Natur, sondern auch auf die Menschheit und unsere Kultur ist sehr groß. Ich finde sie cool. Ich liebe sie so sehr, man könnte mich den Prinz der Wale nennen. Oder nicht. Wie auch immer. Man würde nicht denken, dass ihre Existenz unser Leben beeinflussen würde. Aber lasst uns sehen, wie die Welt aussehen würde, wenn es keine Wale gäbe. Nun, nehmen wir uns einen Moment und würdigen den coolsten Vertreter dieser Art. Der Blauwal ist die größte und schwerste Kreatur, die jemals auf der Erde gelebt hat. Ja, viel größer als jeder Dinosaurier, den man sich vorstellen kann. Er ist so lang wie eine Boeing 737 und so schwer wie 4 von ihnen. Der längste jemals gemessene Blauwal lag knapp unter 33 Meter, länger als der Abstand zwischen den Bases auf einem Baseballfeld. Er wiegt bis zu 200 Tonnen. Das entspricht etwa 30 afrikanischen Elefanten, den heute größten Landwesen. Allein die Zunge eines Wals wiegt so viel wie 2 Flusspferde. Und 100 Menschen könnten in seinen Mund passen. Oh, das haben wir mal auf einer Firmenparty versucht. Aber wir konnten nur 74 Leute in den Mund des Wals bekommen, bevor er, ihr wisst schon, sie verschluckt hat. Mann, haben auch das ganze Verkaufsteam verloren. Nein, nicht wirklich. Tatsächlich ist der Blauwal trotz seiner so großen Größe eines der harmlosesten Lebewesen im Ozean. In den letzten 100 Jahren wurden keine Blauwalangriffe auf Menschen registriert. Du könntest also sicher neben einem schwimmen. Und ich weiß, du würdest überrascht sein, wie klein ihre Augen im Vergleich zu diesen massiven Körpern sind. Sie sind nur etwa so groß wie eine Grapefruit. Es gibt viele Walarten, doch sie alle sind in 2 Gruppen unterteilt: Bartenwale und Zahnwale. Ganz offensichtlich haben die Zahnwale Zähne und sie neigen dazu, Jäger zu sein. Bartenwale haben zahnbürstenartige Kämme statt Zähne und sie leben von winzigen Organismen wie Plankton und Krill. Also, nochmal, wenn du jemals neben einem Wal schwimmst und seine Augen anschaust, dann prüfe bitte zuerst die Zähne. Okay, Wale sind faszinierend, aber lasst uns zurück zur Frage kommen. Eine Welt komplett ohne Wale. Beginnend mit unserer eigenen Geschichte. In der Antike, damals gab es mich noch nicht, glaubten die Leute, dass 3 riesige Wale unseren Planeten auf dem Rücken tragen. Die Wale schwammen über den endlosen Ozean des Lebens. Das war natürlich, bevor Astronomen entdeckten, dass die Erde im Weltall schwebt und sich allein dank der Gravitationskraft unseres Planeten um die Sonne dreht. Aber das Konzept der 3 Wale wurde dennoch zu einem beliebten Märchen. Und wenn es keine Wale gäbe, was hätten sich die Menschen dann einfallen lassen? Steht die Erde auf riesigen Walrossen, Haien? 3 Elefanten auf einer Schildkröte? Oh, das gab es ja auch. Nun, egal. Was ist mit den Geschichten von Matrosen, die auf eine Insel kommen, nur um herauszufinden, dass es der Rücken eines Wals ist? Das Konzept und die Optik sind eine großartige Handlung in allen Arten von Filmen und Büchern. In diesem Sinne wäre das Walfangschiff Essex niemals auf einen riesigen Pottwal getroffen. Diese Ereignisse hätten Herman Melville nicht inspiriert, eines der besten Bücher des 19. Jahrhunderts zu schreiben: Moby Dick. Und es ist nur ein altes Buch. Hey, nicht so schnell! Wusstest du, dass Starbucks nach einer der Charaktere des Romans benannt ist? Erinnerst du dich an Starbuck, den ersten Offizier auf dem Schiff und eine der Hauptfiguren in der Geschichte? Hast wohl an diesem Tag im Literaturkurs gefehlt, was? Nun, keine Wale, kein Starbucks. Okay, gut, vielleicht hätte der Coffeeshop einen anderen Namen gefunden. Es war nicht nur die wahre Geschichte der Essex, die Melville inspirierte, Moby Dick zu schreiben. Der Autor arbeitete tatsächlich auf einem Walfangschiff und hat für längere Zeit Wale gefangen. Warum? Weil die Menschheit es seit Tausenden von Jahren tat und sich niemand etwas dabei dachte. Die Menschen begannen, Wale für ihr Fett zu jagen, das für Kraftstoff in Öllampen verwendet wurde. Dieses Öl wurde auch in Seifen und Kosmetika verwendet. Hätte die Menschheit ohne Wale eine andere Quelle gefunden oder hätten wir niemals Seife entdeckt? Puh. Barten waren in den Walfangtagen ein Must-Have. Auch als Walknochen bekannt, wurden diese Borsten verwendet, um Seile, Netze, Geschirr, Kleidung herzustellen. Es war im Grunde so beliebt wie Plastik heute. Mode hätte einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Ohne Walknochen hätten wir uns keine Korsetts ausgedacht. Vielleicht wäre die Sanduhr-Silhouette nie zum modischen Trend geworden. Vielleicht wäre die Birnenform zum Schönheitsstandard geworden. Lass mich in den Kommentaren wissen, was deiner Meinung nach noch anders wäre, wenn es keine Wale gäbe. Aber die größten Auswirkungen hätte es auf unsere Nahrungskette und das reiche Meeresleben. Ohne Orcas hätten wir viel mehr Seelöwen, Tintenfische und Walrosse. Und wenn es mehr Seelöwen gäbe, dann gäbe es deutlich weniger Krebstiere und Weichtiere, da diese blubbernden Kreaturen von diesem knusprigen Zeug leben. Ein Hummergericht ist bereits teuer, aber ohne Wale wäre es noch teurer. Meeresfrüchte wären ein Luxus. Selbst gewöhnliche Fische werden die Folgen spüren. Blauwale ernähren sich von winzigem Krill. Wenn ein Wal auf die Toilette geht, lasst uns das mal kurz vorstellen. Wow, das ist groß. Jedenfalls versorgt es Phytoplankton mit ihrer Nahrungsquelle. Phytoplankton füttert gewöhnlich Fische. Diese kleinen Fische werden von größeren Fischen gefressen und so weiter. Der Kreislauf des Lebens, nicht wahr? Phytoplankton spielt auch eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von Treibhausgasen. Sie helfen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. In einer Welt ohne Wale könnte dieser ganze Planet viel heißer sein. Wenn Wale verschwinden, verliert der Ozean auch das: Singen. Wale, Vögel, Fledermäuse und Menschen sind die einzigen Lebewesen auf der Erde, die singen können. Männliche Wale singen, um Weibchen anzulocken, und Weibchen singen Wiegenlieder, um ihre Nachkommen zu beruhigen. Das Unglaubliche ist, dass jedes Lied einzigartig ist. Es wird nie wiederholt. Das Geräusch dieser Lieder ertönt über tausende Kilometer. Im Ozean gibt es nur wenige Geräusche. Ohne Wale wird es also einer der ruhigsten Orte auf dem Planeten. Übrigens, wenn es keine Wale gäbe, könnte es auch keine Delfine geben. Wenn wir davon sprechen, dass Wale nie existiert haben. Delfine als auch Schweinswale sind eine Art von Wal. In der Tat gehören sie zu den Zahnwalen. Orcas sind also eigentlich große Delfine. Wenn es keine Wale gäbe, wer wird dann zur größten Kreatur der Erde? Das ist richtig, der afrikanische Elefant. Wenn Wale jedoch nie als Art existiert hätten, dann hätte der afrikanische Elefant wahrscheinlich Konkurrenten oder größere Familienzusammenführungen. Ja, Elefanten und Wale sind verwandt. Du weißt sicherlich, dass Wale keine Fische sind. Sie sind Säugetiere, die im Ozean leben. Sie haben keine Kiemen und sie können nicht unter Wasser atmen. Diese Tiere atmen je nach Art alle 15 bis 30 Minuten Luft durch das Blasloch auf ihren Köpfen ein. Übrigens haben Zahnwale nur ein Blasloch, aber Bartenwale haben zwei. Es gibt eine andere Möglichkeit, sie zu unterscheiden. Wie auch immer, hier ist die Theorie. Vor Millionen von Jahren, mich gab es damals noch nicht, haben die Tiere, von denen Wale später abstammten, an Land gelebt. Sie sahen aus wie riesige Schweine oder Flusspferde. Und die Flusspferde, die man heute kennt, teilen gemeinsame Vorfahren mit Walen. Zusammen mit anderen Huftieren wie Kühe, Hirsche, Giraffen und Schafe. Diese Schweine lebten in der Nähe des Ozeans. Sie wurden immer näher ans Wasser getrieben, in dem gefährliche Raubtiere in ihr Territorium kamen. Nun, schließlich hatten sie keine andere Wahl, als ins Wasser zu springen und ein Leben als Wassersäugetiere zu beginnen. Okay, es war nicht ganz so. Es hat Millionen und Abermillionen von Jahren gedauert, bis dieser evolutionäre Prozess stattgefunden hat. Aber im Laufe der Zeit wurden ihre Hufen und Gliedmaßen durch Flossen ersetzt. Tatsächlich haben Wale und Delfine auch heute noch Hüftknochen. Sie benutzen sie nicht, sie sind nur da und verschwinden langsam, ähnlich wie das Steißbein beim Menschen. Und was wäre, wenn diese prähistorischen Schweine nicht ins Wasser gegangen wären? Dann könnten wir Schweine von der Größe eines Hauses haben, die im Schlamm herumrollen. Gewaltige Flusspferde wären die Könige aller Savannen. Es ist schwer zu sagen, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass sie größer wären, als sie heute sind. Und das liegt daran, dass die Schwerkraft im Wasser nicht so stark ist. Wale spüren ihr enormes Gewicht nicht, weil sie sich nicht auf ihre Gliedmaßen verlassen, um sie zu halten. Dieser Faktor ermöglichte es diesen Tieren, so riesig zu werden. Und noch eins: Der Stoffwechsel verlangsamt sich im kalten Wasser im Vergleich zu Land. Als Ergebnis sammelten Wale mehr Fett an und wurden so massiv. Was den letzten Faktor betrifft, so gab es wahrscheinlich weniger Gefahren für Wale im Wasser. Sie konnten sich also fast ohne Hindernisse vermehren und entwickeln.
Und, war diese Geschichte nicht eine gute Wahl? Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Und hier sind einige andere coole Videos, die dir sicherlich gefallen werden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleibe auf der Sonnenseite des Lebens.